Durch die Wende sind ja viele Sachen einfach passiert, die im Vorfeld nie möglich waren. Ich glaube, damals war dieses Ost-West-Thema, glaube ich, noch weitaus aktueller, als es jetzt heutzutage zum Glück ist. Hier sind Steine von Jahrzehnten quasi irgendwie von der Brust gefallen. Ich weiß noch nicht, was jetzt abläuft, aber das ist mir auch scheißegal. Hauptsache wir feiern. Es wird immer davon gesprochen, dass wir eine extrem arrogante Mannschaft waren. Das ist dann so, dass wir dem Gegner auch so ein bisschen unsere Identität um die Ohren hauen. This is madness and I think we have the best fan in the league. I really do. Den möchte ich ja wohl schwer hoffen. When you lose, that's when you learn the most. Ich bin in vielen Mannschaften schon gewesen, aber das ist schon echt was Besonderes. Familie. Sagen viele wahrscheinlich, war Familie. Da bin ich schon seit 47 Jahren dabei, kenne nichts anderes und das Familie ist das. Erst die Frau, logisch, Frau, Tochter und dann kommt Eishockey, Eisbären. Und man kennt nichts anderes, das ist einfach Familie. Jeder hilft jedem, wenn du Probleme hast, kannst du mal hingehen, kannst du so riechen, kannst du sehen. Wir helfen dir. Ich muss sagen, es ist schon eine Ehre hier zu sein, sagen wir mal so. Ist schon Wahnsinn. Ich glaube, so eine Leute, die leben die Eisbären wirklich. Über die ganzen Jahre, wo ich da bin, war Perschi immer da, war Bommel da, Olli ist dazugekommen. Und es sind ganz besondere Leute für mich. Ohne sie wären für mich die Eisbären nicht mehr die Eisbären im sportlichen Bereich, wenn jetzt einer von denen fehlen würde. we've been bonding since day one in training camp, and you feel like the guys are all talking with each other now, and we all have like story to share, and it's like a snowball effect. It just keep getting bigger and really good chemistry. Hirsch, bitte. Now, fellas, I want us to make hockey plays out there. But bottom line, we're playing fast, when we're playing physical. When we're not afraid to place puck and go get it down there. And grind the fucking piss out of these guys down low. Now, on puck recovery in the neutral zone, let's show some poise here. Whether we go D to D, make sure we're stepping up. Let's be an option. Let's go to work, okay? Let's have a good tilt here. Come on here, okay? Where's Krager?
first period, we're okay. But okay is not the standard we're looking for, and I thought we had more. Like as a coach, you watch a little bit, see the tendencies, see where we're going, and I just felt like we needed to have a little talk between the first and the second, and just remind the boys that we belong with the best. In order to play like that, you need a bit of an attitude, and you got to go out there and really show what you got. This group is fantastic, I got to tell you. We're down by 1 goal with 40 minutes to go. Is that the end of the world? Is that the end of the world? No. And we're going to fucking face adversity a lot in the playoff. So here's a great opportunity for us to fucking show that we can recover from this. I have no doubt we're going to come through. It's time to get to work, okay? 1-2-2. We're pushing with board side winger. Okay, guys? 1-2-2. We know how to play it. Remember our start of the year, our road record. Guys, I don't know if some of you guys know the stats, that's 5 wins in a row on the road right now. That goes a long, long way. You know what? I believe road wins, it's character. You gotta have character in the locker room. We have character. Ja, ist vielleicht ein bisschen Glück dabei. Wir haben uns nach dem ersten Drittel zusammengerissen. We got Skill and we got Leo when we come to Augsburg. He's going to take care of it for us. All right? So, enjoy the night, fellas. Okay? Great job. Okay, who's got where's the... All right, boys, I had a long speech planned, but I think everything was just set there. So, Leo, I'm just going to fucking get this. All right. Hey, we need a good speech, Leo. Come on, give us a Hattie speech. Come on, Leo. Good four. Attaboy, Leo. Fucking... Hang on, okay. I need to know if you're ready to drive through traffic tonight. Yeah. They got a big team. They're slow. They're big. If you play slow, you're not gonna get anything done. Yeah. I want you to fucking skate, okay? Play with fucking energy, poise, and don't be afraid to hit anyone. Okay, get in there, kid. Yeah. Okay, come on, big night. Let's go. Mein Eindruck ist, er ist gut für junge Spieler. Er setzt sie gut ein, er hat viel Vertrauen in uns junge Spieler. Meistens nach den Spielen gucken wir halt immer Video, gucken meine Shifts an, was ich besser machen kann, was ich gut gemacht habe. Das macht auch was aus, dass er in uns Zeit investiert und ich denke, er ist ein sehr guter Trainer. I'm pretty calm internally. I try to pay attention to what's going on the ice, maybe some little things that I can pick on. Matchups, who's doing well against who. Give me Lappy, PC on the left, DC on the right. Hey, let's fucking crush some people here. Really trying to make sure we're one step ahead of the game so we can really, direct the players in a direction that, will give us success, hopefully. They pull back, they send their strong side D, and it's a fucking shit show. But I'm also pretty intense. Now listen. I got some guys in here tonight that I see in their eyes, they don't want the puck. They're afraid for some reason of I don't know what the fuck why. Okay, let it go. Stop. What the fuck is this? Where are you going? Fuck, it is unacceptable. Come on, I expect more. Let's go here. It is my job to make sure that
our guys understand this and they're ready to go. And when it's good enough to remind them, and when it's not, to press some buttons and see if we can get a reaction and keep pushing forward. But we can kill all this off if we're physical and we fucking do the job, right? First guy that goes, bam, finish your check. Second quick, get that puck. Okay, let's go. When you lose, that's when you learn the most about yourself. And then, you know, when you win, sometimes you maybe you get a win, but there's things that you should be looking at and you're not doing it. When we lose, it gives us an opportunity to reflect and to realize that we got to make sure we're at our best every night, and you know, we can still learn and get better. So a lot of times, when you have a loss, that's when you learn the most. When things don't go our way, like tonight, we end up losing a game. We learn from it. Starts midnight, it's over. Okay, we move forward. I think if we keep winning 5 out of 6 games, you guys know exactly what that means. That means we're going to win our last. Keep moving forward. Okay, fellas? We'll see you guys. Erinnert mich am ehesten an Don Jackson. Er ist ein unglaublicher Fachmann. Er hat viel Ahnung, wie akribisch er arbeitet. Wie früher schon immer da ist, egal wann du kommst, der sitzt schon in dem Container unten und am Computer oder sonst irgendwas. That's our life, that's what we do, and sometimes we can pick some stuff up just of watching general hockey. When we watch with the eye of a fan a little bit, and we see little things, but it is hockey pretty much anytime we're at the office. More in the game, it's a lifestyle. Like you asked them, it's 24/7. That's our life. So if you're not having fun, then you're doing the wrong job. So for these guys playing, they got the best job in the world. So it's a lot of fun. So it's a privilege, yeah. Für mich als Spieler und gerade auch dieses Jahr macht es einfach Spaß, hierher zu kommen. Und du hast 22 Leute, 22 Spieler, wo du dich mit jedem gut verstehst. Das heißt nicht, dass du mit jedem bester Freund bist, aber wir sind so gute Teamkollegen, dass es wirklich Spaß macht, hierher zu kommen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil letztendlich ist es absolut Spaß. Blödsinn zu quatschen, Kaffee zu trinken, aber genauso im Umkehrschluss zu wissen, wann es Zeit ist, hart zu arbeiten. I haven't had any other jobs really besides hockey, but for anything, when you're having fun, when you're laughing, that's when kind of the magic happens. Wir möchten Gas geben, wir möchten hart arbeiten, aber wir wollen unser Gaudi haben. Ja, im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir ja auch eine Familie. Man merkt ja auch, wenn sein Teamkamerad halt vielleicht auch nicht so eine gute Phase hat oder im Spiel ein bisschen Pech gehabt hat. Selbst am nächsten Tag versucht man ja auch darüber kurz zu sprechen und auf der anderen Seite es direkt wieder abzuhaken. Bin in vielen Mannschaften schon gewesen, aber das ist schon echt was Besonderes. We got a job to do, and when it's time to step on that ice, or pay attention to video, or to really show up in big moments, we expect everybody to do what they have to do. It's like what situation? He's gonna explain the first two, and then after that, he's gonna explain those on the ice. So we need those two by heart. Yeah, just to know how the practice look. It's kind of a mental thing. It's kind of confusing though. Yeah, a little bit. Yeah, sometimes we're all there like. No, today's a good one. It's a fun one today. Hey Frankie, I think your partner tripped you. It's not me, man. Good save. Nice ball.
Was, glaube ich, besser gewesen wäre, ist, wenn du mit deiner Vorhand einfach Backdoor gegangen wärst, weil ich kann die so abschirmen und kann sie dir so reinlegen, weißt du? Hey, good slap shot. We're on air right now. We're live. We're live. We're live. Hey, you take off. I take off. Oh, it's the second guy. Yeah, but take off. I might hit you behind on the board. So get off the board. Yeah, yeah. Für den Erfolg des Clubs hat er, glaube ich, alles untergeordnet. Er ist für mich einer der Macher dieses Erfolges. Er hat diese Mannschaft gebaut und er hat sie betreut. Und ich glaube, gerade wir 85er, wir sind wie Söhne für ihn. Für mich persönlich einer der Hauptgründe, dass ich damals eigentlich nach Berlin gekommen bin, weil Pete sich sehr um die Jungs, um die Spieler kümmert. Einer, der auch immer ein offenes Ohr hat, ja, zwischen Deutsch und Englisch immer abwechselnd redet. Man muss sich auch ein bisschen darauf einstellen. Proven winner. He's done just about everything you can do in our league. Ich habe fast alles gemacht, außer das Zamboni zu fahren. Und so bin ich im Dezember 95 hergekommen als Spieler. War was ganz neu. Ich bin froh, ich habe die Entscheidung gemacht. Bin ich so Sieger. Ich dachte, die ersten paar Wochen war ich nicht Sieger, aber wenn du die Zuschauer hier gesehen, wir waren nicht die Top-Mannschaft in dieser Zeit. Der Erfolg hatte ja mit dem Kult ehrlich gesagt nicht so viel zu tun. Der kam ja eher mit den Niederlagen. Und zum anderen, dass man halt damals auch in der Nachwendezeit irgendwo einen Platz gesucht hat für sich, oder die Fans natürlich einen Platz für sich gesucht haben und dort so eine geschlossene Gesellschaft hatte, wo man ja einfach man selbst sein konnte, wo jeder für das akzeptiert worden ist, was er war. War ja immer cool, du bist mit der Straßenbahn zum Eishockey gefahren, hast dann draußen deinen Berliner Pilsner getrunken, was auch eine sehr gute Erinnerung ist. Hast dann deine Bulette gegessen, dann bist du drin in die Halle. Ja, wir haben natürlich, ich sag mal, auch wenn wir 11-3 verloren haben, wir haben uns über unsere 3 Tore trotzdem wahnsinnig gefreut. Und das war unser Ding. Und da war das im Nachhinein die 11 Tore, ja, nebensächlich. Also das war ja auch so. Also ich kann mich daran erinnern, wir haben gegen Krefeld mal 4:13 verloren zu Hause. Oder gegen Düsseldorf mal 1:10 oder irgendwie so. Also das passierte natürlich auch, ganz klar, weil du hast einfach die Qualität in der Mannschaft nicht gehabt. Da wurde dann aber das eine Tor mehr oder weniger gefeiert. Also da ist das völlig Wurst gewesen, ob du halt 10, 15 oder nur 2 kriegst irgendwie. Das eine Tor, was du schießt gegen die große DEG, war dann der Auslöser dafür, dass hier Polonaise und Samba-Tanz wurde. Es ging ja los, dass dann auf einmal der Valley immer mit 4.500 Leute voll war. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie enge wir am Stehplatzblock gestanden haben. Aber das war nachher alles gewollt. Man ist sich tierisch nahe gekommen, aber man lernte sich auch super dann ganz schnell kennen. Mein erstes Spiel war ziemlich besonders. Also damals hatte ich noch keinen Führerschein. Ich musste mit der Straßenbahn und der S-Bahn zum Spiel fahren, neben den ganzen Fans, die Eisbären-Trikots anhatten. Und niemand hat mich natürlich erkannt und ich konnte sehr anonym dann zum Spiel gehen. Also unsere Kabine war ja früher hinter dem Restaurant Valleys. Du musstest halt immer durch dieses Lokal laufen. Also, und du kannst dir ja vorstellen, also manchmal haben sie dir ein Bier gleich mitgegeben, irgendwie völlig irre. Ja, war immer eine verrückte Situation, da durchzulaufen. Früher wurde ja auch noch geraucht in dieser Kneipe, also das war heutzutage gar nicht, also kann man gar nicht sich erklären irgendwo, würde ich sagen. Und das war aber so. Und es gab ja noch Zeiten, klar, dann hast du dein Bier auf die Ränge mitnehmen können damals, was wir uns irgendwann abgewöhnt haben, weil dann irgendwann, wenn es richtig voll war, sehr, sehr, auch weil es schon doof war. Irgendwann haben sie dann die Raucher runterverbannt in den Umlauf, weil es wegen der Gesundheit der Spieler, aber im Nachhinein, wenn von 4.500 2 unten im Umlauf rauchen, ist es Wurst. Meine früheste Erinnerung an die Eisbären wird wahrscheinlich irgendein Derby gewesen sein. Preußen gegen Eisbären. Und
Ich glaube, da war ich sogar hier im Valley. Da gab es diese riesen Massenschlägerei damals. Das ist schon Ewigkeiten her und da habe ich zugeschaut. Massenschlägerei auf dem Eis, so muss man es sagen. Der Torhüter hatte 2 am Wickel. Da haben sich in der Ecke 3 prügelt, auf der anderen Seite 3 prügelt. 20 Minuten dauerte die Schlägerei. Szenen, die auch heute noch Fassungslosigkeit hervorrufen. Bedauerlich, dass so ein Spiel so endet. Ich war in der Tat auf der Tribüne und war auch da irgendwie ein bisschen involviert. Ich weiß gar nicht, ob ich da gesperrt war oder ob das noch mal vor meiner Zeit war, aber das kann eigentlich nicht sein irgendwie. Keine Ahnung. Also, dann müsstest du eigentlich schon im Team gewesen. Eigentlich ja schon irgendwie, aber ich war auf der Tribüne, habe ja nicht gespielt. Okay, also du warst gar nicht umgezogen? Ich war nicht umgezogen. Aber was haben wir miterlebt? Ich war, ja, komplett involviert. Naja, Stasi-Schwein hörst du schon. Also hat man früher öfter gehört, weil uns mehr aufgeregt haben, wenn sie unsere Spieler damit beschimpft haben, die ja damit überhaupt nicht am Hut hatten. Immer, jedes Spiel. Also jedes Auswärtsspiel war eigentlich gefühlt so. Am geilsten fand ich eigentlich immer unsere Kanadier, die dann immer gesagt, ja, I'm Stasi und haben eigentlich gar nicht gewusst, worum es geht. Ich glaube, damals war dieses Ost-West-Thema, glaube ich, noch weitaus aktueller, als es jetzt heutzutage zum Glück ist. Und da ging es halt um mehr als nur Eisbären gegen Preußen, sondern dann war wirklich dieses Ost gegen West. Und die Eisbären waren immer eine Mannschaft, die am unteren Tabellenende gespielt hat, und die Preußen hatten immer den Anspruch auf die Meisterschaft. Und ich glaube, das hat diese 2 Welten, glaube ich, ganz gut wiedergespiegelt da zum damaligen Zeitpunkt. Du brauchst ja irgendwo, auch als Club, brauchst ja manchmal so ein kleines Feindbild. Ja, wir hatten damals noch glücklicherweise mehrere. Wie gesagt, wir hatten unser Derby. Und dann hatten wir quasi klar die Mannheimer, die uns dann das erste Finale quasi so ein bisschen dann, na gut, die haben verdient gewonnen, muss man dann nachher sagen. Sie warten nur noch auf die Schlusssirene. Da sehen Sie noch mal Richer. Der neue deutsche Meister heißt wie der alte Mannheimer Adler. Anschutz war nichts da. Und das war schon ein Überleben hier, aber wir haben hart gekämpft und die Unterstützung vom Zuschauer und Sponsor haben wir, ich glaube, in die 4-5 Jahre einen wahnsinnigen Schnitt vorne gemacht. 1999, wenn Herr Anschutz war, ziemlich interessant. Er hat uns in Valley hier besucht. Er ist in die Ecke mit dem Stehplatz gestanden und er war schon begeistert mit der Atmosphäre in Valley und ich glaube, 12 Monate später hat er die Eisbären gekauft. Also wir haben uns sehr schwer damit getan, dass es so passiert ist. Aber ja, im Nachhinein müssen wir jetzt sagen, war es wahrscheinlich auch sehr gut für den Verein. Dass du gut und sicher aufgestellt bist für Jahre. Wir wollen sie jetzt nicht als große Retter bezeichnen, aber ja, ohne die wäre es wahnsinnig schwer geworden. Genau. Ja, zu der Zeit war es natürlich noch ein großes Dynamo-Selbstverständnis, was aber auch damit zu tun hatte, dass der Club eine Zeit lang aktiv auch dagegen gearbeitet hat und Dynamo-Logos auch mal eine Zeit lang verbannt waren, was natürlich dann auf der anderen Seite die Fans natürlich angespornt hat, diesen Kult beizubehalten. Und dieser Dynamo-Aspekt, der kam ja erstaunlicherweise dann wieder mit einem kanadischen Trainer, Pierre Paget, erst richtig zum Tragen, der dann die Kabinen halt auch in der Form mit Dynamo-Logos hat bemalen lassen. Ja, ich will warte mal. Ja, das steht jetzt nicht mehr dran. Das stand mal früher hier dran in der Kabine. Das war eigentlich total interessant. Da war auch immer so Tradition. Pierre Paget hatte damals noch mal ganz groß in den Verein wieder gebracht. Es gab auch andere Trainer, die das komplett rausgenommen haben. Die gesagt haben, wir brauchen jetzt hier nicht Tradition, aber ich glaube schon, dass die Tradition von diesem Verein einfach auch wichtig ist für den Verein und für dass die Spieler, die hier spielen, dann auch wissen, was hier die Historie war. I learned most of it when we did the school visit this year. We had like a PowerPoint for the kids, and when we pressed play, I learned just as much as those kids in the class about the team and their history. But as soon as I joined the training camp, I knew there's something special around that rink. Like you can see how many championships they won in the past. Luke!
How quick was that shot? Talk, Lukey, talk! I'm going with Luke. Luke! Ah, by Luke! I came in with the role of kind of a bodyguard, like just to make sure the guys are feeling safe on the ice. For me, I know I can bring more, but I'm a role guy, so I want to stick with my role and make sure like I do my job right. Er ist unheimlich wichtig für die Stimmung. Er hat immer ein Lachen im Gesicht. Er ist, glaube ich, jemand ganz besonders, bei dem man merkt, dass er jeden Tag sich freut, in die Kabine zu kommen. The hell are you doing? That's it, boys. That's it, like you. Yeah, the fight, yeah. Hate to see it, but sometimes it's gotta happen. I think Lucas beat him up pretty good, so I'm happy for Lucas. First career fight, so it's nice. Good day for him. Strong guy. He doesn't take shit from anybody. Like, I respect it. There's nothing you can do about it. Just take it like a man and you move on. It's like, it's what life's all about. Hat mal gesehen, ist war Knockout. Ich habe auch alles rausgeholt, war so ein bisschen Überraschungsschlag. Ja, ich denke schon, dass er jetzt... Ich glaube, ich könnte auch mehr machen. Ja, ich weiß, ich sehe ihn nie im Kraftraum. Wenn ich im Kraftraum bin, ich sehe den nicht. Also. Das ist ein cooler Typ. Macht immer Spaß, mit denen abzuhängen. Und auch auf dem Eis brauche ich da keine Angst zu haben vor den Gegnern. Er beschützt mich auch sozusagen ein bisschen, auch Lapierre. Obviously, PC is their big brother. Oh, we thought maybe Lucas was. Maybe Lucas with his beard. Yeah. I'm Lucas' dad, he's his brother. Yeah. James is the uncle. Uncle? Yeah, half the uncle. The ceiling? Well, the NHL, obviously, this is what he wants to reach, and this is what we want to help him accomplish. Ich denke, ich bin ein guter Skater. Mag es gern, lieber Pässe zu spielen, als manchmal selber ein Tor zu schießen. Dieses Jahr klappt es eigentlich sehr gut mit Torschießen, das war letztes Jahr eher nicht so. There will be time in a game where, I'll just suddenly we're up by a goal and there's 7-8 minutes to go. Maybe I make a decision and I cut it down to 3 lines, 3 blocks, and I send some veterans. You gotta wake up. Yeah. I'm gonna put you on the ice if you make us a better team. If you don't, I'm gonna have to make a decision here. Yeah. I want to see better. But I'll tell the young guys, take a look at what the Rankle and these guys are doing, because one day you will be there. And today, maybe you have to watch. They're still learning, so even though, they don't play 25 minutes a night, I think they've grew tremendously. Lucas would not be playing if I didn't think he was good enough, so he deserves everything they're getting. Die Jungs, die damals groß geworden sind, auch mit diesen Erfolgen, die haben uns eine wahnsinnig schöne Zeit verschafft. Ja, auch ein André Rankel, na klar. Na? Wir hatten vorne im Sturm Florian Busch, André Rankel, die immer noch da sind. Aber da waren ganz viele, Matthias Forster. Also wirklich, es ist fast unfair, jetzt welche da zu vergessen, weil das wirklich sehr, sehr viele waren. Und die permanent irgendwie im Konkurrenzkampf standen. Ne? Unser Umgang war immer gut miteinander. Wir sind auch gerade dadurch, dass wir im gleichen Alter sind und wir uns schon vorher kannten von den Nationalmannschaften, kamen wir natürlich sehr gut miteinander klar. Auf der einen Seite hattest du natürlich dadurch einen gewissen Halt, aber du warst dir auch bewusst, dass es genau dein direkter Konkurrent ist um diesen Platz im DEL-Team. Deutscher Meister 2005. Das Finale wurde zur Berlinale. Also viele junge Spieler, gerade die 85er, die waren dann auch schon mit involviert. Und das ist ja ein ganz wichtiger Part, also dass du dann halt auch immer die Mischung hast zwischen alten, erfahrenen Spielern und talentierten jungen Spielern. Und ich glaube, dass Pierre in dieser Zeit war der wichtigste Mann, was wir als Vision gehabt zu umsetzen. Ich bin froh, dass Pierre die Möglichkeit
was der mit den jungen Leuten gemacht, die Chance einmal zu gewinnen. Die Atmosphäre und die Stimmung, die war unglaublich. Also da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also was das für diesen Verein bedeutet hat, dass man wirklich diese Geschichte, dieser Verein hat, dass er immer hinten dran stand und immer belächelt wurde und sowas. Und dass man dann nach so vielen Jahren dann diese Meisterschaft gewinnt, war was extrem Besonderes hier für dieses Umfeld. Alle waren einfach nur, weiß ich nicht, dir sind Steine von Jahrzehnten quasi irgendwie von der Brust gefallen. Weil du endlich wusstest, endlich hast du diesen blöden Pokal gewonnen, du hast diesen Titel und jetzt waren wir einfach nochmal eine Nummer größer. Also jede Meisterschaft hat ja was Spezielles, aber die erste Meisterschaft in diesem Stadion zu gewinnen, also kann man sich ja vorstellen, was da passiert ist. Also wirklich eigentlich komplett Dach abgehoben, weil keiner ist ja davon ausgegangen, dass überhaupt mal so eine Situation eintritt. Das war ein unglaublicher Moment, ganz ehrlich. Also den werde ich auch nie vergessen. Also ich fahre jetzt nicht nach Hause, ganz klar. Wie sieht die Nacht aus? Lang, mit Sicherheit lang. Ich weiß noch nicht, was jetzt abläuft, aber das ist mir auch scheißegal. Hauptsache wir feiern. Ganz Berlin ist eine Wolke? Auf jeden Fall heute, auf jeden Fall. Das brennt heute hier. Alles klar. Wir hatten ja damals noch die Duty, dass quasi vor der Halle auch ganz viel los war. Da gab es viele Bierstände, da gab es irgendwelche noch VIP-Zelte, allen möglichen, alle draußen in den Valley platziert. Wir haben da wahnsinnig lange gesessen und getrunken und gefeiert und die Spieler kamen irgendwann raus, die sind durch die Massen durch in ihren Klamotten. Es war ein paar Tage, wo wir richtig gefeiert haben. Also das war echt ein unglaublicher Abend und den werde ich wirklich nie vergessen. Also das ist immer, da kommen sofort Bilder in den Kopf. Der besondere Punkt für mir, dass Hartmut Nickel mit Pierre Paget hinter der Bank ist, war schon, und wenn du Sven Felski gesehen hast, für die beiden, die alles erlebt, sagen wir, even mehr als ich. Ich war nur seit 95 dabei, die war schon, Hartmut Nickel schon 30 Jahre dabei. War Svenny schon als Junge dabei, dass die beiden nie in Gedanken in den Kopf gekommen, dass die keine Meister gewinnen mit den Eisbären, wie das in den 90 war. War eigentlich für alle eine unfassbar emotionale Geschichte, ne? Dass dieser erste Titel hier in Berlin war, bei uns, bei den Ossis. Also klar, der erste Abend bist du natürlich schwerst verzaubert nach Hause. Also hab auch den Pokal dann immer bei, das weiß ich. Hab immer den ersten Tag den Pokal mit nach Hause genommen. Erstens weißt du ja nie, ob du den jemals wieder in der Hand hast. Und beim ersten Mal ist es ja sowieso eine völlig spezielle Situation. Also der hat viel miterleben müssen. Also ich glaube, die werden dann auch zwischenzeitlich dann auch mal wieder zusammengeschraubt, weil die dann irgendwie, keine Ahnung, der Henkel halt abbricht irgendwie oder vom Tisch fällt oder wie auch immer. Also da kann ich eigentlich genau sagen, was da halt passiert ist mit dem, aber der hat viele Sachen mitmachen müssen. Herr Anschutz ist reingekommen und gesagt, er überlegt, die Halle uns zu kaufen und was zu machen. Vielleicht hat er die Möglichkeit, mit Eisbären irgendwie was zu entwickeln, wo er die Möglichkeit, wie Staples Center in LA, in Berlin zu machen. Ein paar Mal, wenn er hier war, verschiedene Plätze gezeigt, wo eine Halle zu bauen. War einen Alexanderplatz, da war ein Platz ein bisschen außer Berlin. Und dann haben wir, wo wir jetzt stehen, gezeigt, was war nicht das schönste Stück Land, aber irgendwie hat er gesehen, wo alles reinpasst. Es wurde gesagt, ja, es ist eine super Chance, ne, tolle Perspektive und wir brauchen eine große Halle. Wie, große Halle, müssen wir aus dem Valley raus, was soll denn das? Das war so, daran haben wir uns anfangs sehr gestört. Ne, aber es war halt so dieser Zahn der Zeit, ne, dass es irgendwann ohne eine Multifunktionsarena in diesem Sport nicht geht. Und das war sehr wichtig für uns, dass wir unsere Fanbase, die hier war, überbringen in der Halle, haben wir viel gesprochen. Wenn wir gute Gespräche haben, ist es der Verein, haben wir schlechte Gespräche, ist es die GmbH. Wir hatten damals schon gute Gespräche mit dem Verein. Das ist eigentlich, glaube ich, auch eine Sache, die hier in Berlin uns auszeichnet. Dass wir jederzeit mit unserem Verein auch reden können. Die aufgebaut, dass wir die Möglichkeit, Goodbye Valley zu sagen, Ende der letzten Jahr, wo wir hier gespielt, und die Möglichkeit, Welcome to the big new one. Die Eisbären
sind zum 3. Mal Deutscher Meister. Diese Geschichte, die geschrieben wird. Also wo gibt's sowas, das gibt's nur im Sport. Also verabschiedest dein eigenes Heimstadion, wo du eigentlich diesen ganzen Aufbau von dieser Historie, von diesem Verein hast, verabschiedest du mit einem Meistertitel. Also das war natürlich auch unglaublich. Hat sich auf der einen Seite brutal gefreut auf die neue Arena, auf der anderen Seite auch gesagt, okay, also jetzt passen da 14.000 rein, wir haben jetzt hier immer eigentlich gefühlt 5.000 drin. Ob das auch funktioniert, also ob die Leute auch damit hinkommen. Wie wird das mit den Fans? Ist das genauso? Ist das die Stimmung genauso gut? Und ja, kriegen wir so voll die Halle? Das sind ja alles so eine Sachen, die dann so in dieser Übergangsphase auf dem Weg zum Bau erstmal schon entstehen. So eine Arena ist nicht mit Kultfans zu füllen. Also da braucht man ja, die ganze Stadt, Leute aus der ganzen Stadt und aus der Umgegend. Das sich mischen wird in so einer großen Halle mit, sag ich mal, teilweise Touristen, teilweise wirklich starke Fans, die uns über Jahre begleitet haben, zu neuen Fans, die sich da etablieren möchten. Und ich glaube, das war alles nicht so ganz einfach, aber ich glaube, das spiegelt das auch wieder, dass gerade Berlin, wenn man mal zurückgehen möchte auf die DDR, diese Teilung und dann zusammengefügt an so einem Platz, auch die Fans, finde ich irre und hat auch gut funktioniert. 728 Tage wurde gebaut, 165 Millionen wurden investiert. Am vergangenen Mittwoch wurde offiziell eröffnet. Es haben viele Fangruppen haben hier eigene Banner, die auch damals schon im Valley zum Teil hingen, unseres auch. Und es hat sich an dem ersten Spieltag relativ schnell die Plätze aufgeteilt gewesen, wer was wohin hängt. Klar, die Jungs, die den meisten und besten Support machen, die haben ihre Banner vorne vor der Kurve zu hängen. Wir sind ein bisschen weiter oben vertreten, aber haben auch seit 2008 den Platz dort. Und alle haben sich irgendwie etabliert. Und das macht schon ein bisschen stolz, dass wir so viele sind und auch so vielfältig und so ein richtig ordentliche bunter Haufen. Na, so wie wir halt sind hier in Berlin. Ja, die Pudis haben mal eine Hymne geschrieben. Und das ist nach wie vor die Hymne, genau. Obwohl sie mittlerweile nicht mehr so lang gespielt wird, wie sie eigentlich ist. Ne? Wir haben ja dieses Szenario mit der Einlaufshow, die jedes Jahr optimiert wird. Und man hat immer das Gefühl, die streichen uns dann immer ein bisschen was von der Hymne. Mittlerweile haben wir eine Strophe und zweimal Refrain. Und ja, sicherlich gehört dazu. Obwohl es doch Leute gibt, manchmal die sagen, ich kann es nicht mehr hören. Aber ja, es gehört dazu. I love their passion, whether it's when we're on a positive slide or maybe a couple losses. I think we have the best fan in the league. I really do. Das möchte ich ja wohl schwer hoffen, dass wir einen Unterschied ausmachen. Ich möchte jetzt nicht immer diesen Satz sagen, ja, wir sind die besten Fans der Liga, das ist Quatsch. Aber nein, wir sind aber super gute. Und wie gesagt, wir leben auch für unseren Sport und wir tun auch alles für den Verein. We started training camp on the road, like we were everywhere we were going. Every game, I just kept seeing all those Heisbären fans following us everywhere, and I was just like, this is madness. When finally we played the first game at Mercedes-Benz, and I was just completely shocked how like it's hard to hear what my teammates are like yelling on the ice and what they're calling. Like you really have to pay attention because the crowd's so loud. It's something we don't see much in North America. Just like during the play, like the crowd keeps singing. Ich sag mal so, der Supporter, also wirklich der Unterstützer, der da auch macht, singt und klatscht. Ne? Eigentlich muss er nicht zu alt sein, also die Bequemlichkeit darf noch nicht eingezogen sein und du musst wirklich dieses Herzblut mitbringen, diese mittlerweile 2 Stunden, abzüglich der 2 Pausen, quasi auch mit ein bisschen durchzuziehen. Ne? In der Regel kriegst du das nach dem zweiten Spiel, wird dir das irgendwo eingeimpft. Ich weiß nicht, wer das macht, aber es passiert. Und dann ziehst du das eigentlich durch. I've never played in Mercedes-Benz as an opponent.
but I'm assuming it's not that easy because the Eisbären are coming hard, the fans are loud, there's a lot of them. So I think they're like a sixth man for us, you know, they're that extra player that gives us that extra energy. Genau, Ostberlin. Der hat sich dann irgendwann etabliert, ich glaube, wie wir in der ersten Bundesliga gespielt haben. Die 30. Minute ist mit, ich sag mal, der kultigste Spruch, den wir haben. Ja, und das ist sicherlich dieser Dynamo-Anfeuerruf, der auch dann richtig Schwung in die Sache dann immer bringt. Ne? Und der auch manchmal auch sehr aggressiv gemeint ist, klar. Also nicht nur dem Gegner gegenüber, sondern auch für unsere Mannschaft, genau. Na, du brauchst manchmal, ich sag mal, so eine Art wie Weckruf, ne? Oder auch, wenn du den Gegner beeindrucken willst. Nee, das ist dann so, dass wir dem Gegner auch so ein bisschen unsere Identität um die Ohren hauen. Ene Mene Miste trappelt in die Kiste, wird gespielt. Genau, der Pittiplatsch. Pittiplatsch ist quasi eine Figur des Kinderfernsehens. Genau. Und der hat das quasi als kleine Schlaunase so dann irgendwann mal gesagt. Ostpittiplatsch, das passt doch super zu uns. Wie man so positiv verrückt sein kann, wie viel Unterstützung wir auf Auswärtsfahrten haben. Deswegen sage ich positiv verrückt. Ich muss das immer bewundern. Ich sehe das immer so, zum Beispiel dienstags oder mittwochs abends, wenn wir in Straubing oder Schwenningen oder ganz weit weg von Berlin spielen, stehen meistens trotzdem irgendwie 100 oder 150 Leute von den Eisbären da und unterstützen uns. Und ich habe schon Zeiten gesehen, wo wir nicht gut gespielt haben und die trotzdem kommen. Und das ist für mich immer so eine Sache, wo ich sage, ja, der Fan ist da, egal ob es gut oder schlecht läuft. Das Verhältnis ist, denke ich, sehr, sehr gut und auch sehr nah. Und ich glaube, es wird auch über vieles gesprochen. Natürlich auch nicht einfach. Diese Veranstaltung nennt sich Im Dialog. Da haben wir vor einigen Jahren mit angefangen, weil einfach der Wunsch da war, durch den Umzug in die größere Halle ist die Distanz natürlich etwas größer geworden zwischen den Fans und den Spielern, weil man sich nicht mehr so ständig über den Weg läuft. Und das war ein ganz gutes Mittel, die Spieler wieder näher zu den Fans zu holen, dass wir einfach regelmäßig Spieler einladen und eine Fragestunde mit denen machen. Wie ihr alle wisst, spielen wir am Sonntag gegen unseren Lieblingsgegner. Dir ist es auch bewusst, dass es diese besondere Rivalität gibt zwischen Mannheim und Berlin? Er wusste das auch schon, bevor ich für die Eisbären gespielt habe. Damals habe ich noch in Schwenningen mit meiner Familie auf der Couch das DEL-Finale angeschaut, als die Eisbären das noch wahnsinnig gedreht haben am Ende in Mannheim. Also ist mir das durchaus schon davor bewusst gewesen, dass da eine ganz besondere Würze im Spiel ist. Wie einfach das es geht. McDonald mit der Möglichkeit. Und er geht rein. Zufall kam 5:2. Das 5:2, wo wir 5:2 zurückliegen und ich damals nur Zuschauer war, weil ich damals gesperrt war und es stand 5:2 und man hat schon drumherum mitbekommen, dass die Leute am Feiern sind und sich schon mehr darum kümmern, wie es dann nach dem Spiel ist, als um das Spiel an sich. Ein Spiel, das man nie vergisst, wenn man dabei war. Also eigentlich ein Jahrhundertspiel, sowas. Wir haben es ja auch mitbekommen, wenn dann die Sektkorken schon geknallt worden sind, irgendwie so nach dem Motto, jetzt wird schon alles vorbereitet für eine Meisterschaft und dann kommst du als Mannschaft so zurück. Berlin auf der anderen Seite! Sofort kommen sie zurück! 5:3. Ich hatte meinen Text auch selber schon fertig im Prinzip und musste dann natürlich in kürzester Zeit alles umschreiben. Also war eigentlich nicht mehr viel davon zu verwenden, weil die Stimmungslage eine völlig andere plötzlich war. Ja, das ist auch extrem speziell, also muss man wirklich sagen. Mannheim hat auch immer eine super Fanbase und das Stadion mal richtig leise zu erleben in Mannheim, also das erlebst du nicht oft, kannst du mir glauben. Berlin in Überzahl. Telexen! 5:4! Der Wahnsinn geht weiter! Der Wahnsinn geht weiter!
Du hättest mal die Sichter sehen müssen. Du hast ja nicht so lange Kinder, wie die Kinnlade runter. Aber richtig. Und die haben sie auch nicht mehr hochgekriegt. Wir hatten ja damals gesehen, wie dann schon die Flaschen offen waren, wie sie die quasi nach der zweiten Drittelpause quasi schon durch die Ränge und geschoben haben. Die Kartons mit diesen Meistermützen. Die waren sind schon zur Kabine geschoben worden. Ich saß dahinter und habe gesagt, ich stehe nicht auf, weil ich weiß noch, was passiert. Ich habe immer daran geglaubt, dass die Jungs zurückkommen. Ich habe gesagt, irgendwann werden sie sich schon hinsetzen müssen und ich habe Recht behalten. Mjolok, Braun, noch einmal. Da ist Mjolok, Tor! 5:5! Das ist doch nicht zu fassen. Berlin kommt nach 3 Toren Rückstand zurück. Wenn man mit Leuten spricht, gegen die man gespielt hat, wird immer davon gesprochen, dass wir eine extrem arrogante Mannschaft waren. Für uns war es nicht Arroganz, sondern für uns war es wirklich Wissen um unsere Stärke. Das war Selbstvertrauen, nicht Arroganz. Und wir wussten, egal was passiert, wir können mehr. Ich glaube, das ist unsere Identität. Wir haben einfach unseren Stiefel, den wir hatten, durchgezogen und wir waren uns auch immer sicher, wenn es mal eine Phase gibt im Spiel, die vielleicht nicht so gut läuft, dass wir uns ja selber mit der Qualität, die wir in der Mannschaft haben, auch wieder rausholen können. Und das hat ja nicht mit Überheblichkeit oder Arroganz zu tun, das ist ja eigentlich so eine innere Selbstverständlichkeit, weil wir einfach wissen, dass wir es können. Wir kommen nicht raus, die Eisbären bleiben dran mit Christensen. Direktschuss, Mjolok bleibt hängen, da ist die Möglichkeit. Perfekt, Tor! Spiel 5! TJ Mjolok macht das 6:5. Die Eisbären gewinnen Spiel 4. Das erlebst du nur einmal in deinem Leben. Und wir waren dabei und wir hatten wirklich, Adrenalinvergiftung war, ich kannte das Wort vorher nicht, aber jetzt weiß ich, was das ist. 2 Tage später auch wahnsinnig Spiel abgeliefert und das war 3 Tage, die Wahnsinn vom Werk bis auf einmal Meister. Deutscher Meister 2012, Eisbären Berlin. Ja, er hatte einen Riesenanteil. Das hat man danach auch gesehen, wo er dann nicht mehr da war, dass wir da gewisse Schwierigkeiten hatten, wieder auf den richtigen Weg zu finden. Er hat es geschafft, eine Atmosphäre bei uns Spielern zu entwickeln, wo sich jeder wohlgefühlt hat, wo jeder absolutes Vertrauen gespürt hat. Auch wenn er mal nicht so gut gespielt hat, wurde nicht gleich alles geändert. Somit hat er ein sehr besonderes Klima geschaffen, das uns auch diese 5 Meistertitel mit ihm beschert hat. Ich muss auch sagen, die letzte Meisterschaft war auch, glaube ich, mit die schwerste. Weil viele immer davon sprechen, dass man satt ist nach Meistertiteln. Ich kann darauf immer nur antworten, warum habe ich denn nicht schon nach 5 aufgehört? Oder warum waren wir nicht nach 5 schon satt? Warum erst nach 7? Also, das stimmt nicht, das kann man nicht so stehen lassen. Ich glaube, es sind viele Dinge passiert, die auch schon ein Problem waren im Vorjahr bei der Meisterschaft. Aber wir haben es nicht geschafft, sie so zu kompensieren, dass wir weiter so erfolgreich sind. Wenn es jetzt nicht richtig läuft oder nicht in die richtige Richtung geht, man es schwer hat, das irgendwie zu korrigieren und man nicht mehr so einen großen Einfluss drauf hat, in die richtige Richtung das zu schieben, dann wird es hart. Dann wird es auch hart, jeden Tag zu trainieren dafür, wird es hart, die Spiele reinzugehen, wird es hart, die einfachsten Sachen zu machen. Das war auch nicht so eine einfache Zeit. Das war so eine Phase, wo man schon vorher sehen konnte, schon in der Saison davor, dass Anschütz offenbar zufrieden war mit dem, also die AEG zufrieden war mit dem, was jetzt an Meisterschaften da war und dass man jetzt versucht, den Erfolg zu verwalten. Das hat aber leider nicht funktioniert. Es wurde nicht mehr investiert, es wurde weniger investiert, der Trainerstab wurde verkleinert mit den Jahren. Also es war auch nicht einfach für uns. Gerade dadurch, dass wir so zeitig Meister geworden sind und dann auch eine Zeit hingelegt haben, wo wir eigentlich immer erfolgreich waren, war die Zeit für uns ziemlich hart. Ja, es ist schwer zu sagen. Klar, glaube ich, redet man viel von uns 85er. Wir haben eine sehr erfolgreiche Ära mitgetragen. Was uns natürlich, uns 85er zur Last fällt, ist, dass wir die letzten Jahre nicht so erfolgreich waren. Und
Woran liegt es? Na klar, hat viel gepasst in der Zeit, was jetzt nicht gepasst hat, wo man auch sagen muss, andere Vereine haben die Eisbären einfach überholt in gewissen Dingen, auch was das Finanzielle betrifft, dass sie einfach weitaus mehr Geld ausgeben oder das Geld, was sie vorher ausgegeben haben, weitaus sinnvoller anwenden. Ja, ich glaube 2017, als dann erst Richer kam als Co-Trainer, dann die enge Zusammenarbeit mit den LA Kings verkündet wurde. Da ging es dann wieder in die andere Richtung. Da hat dann Anschütz offenbar gemerkt, wenn wir hier die Halle weiter voll haben wollen, müssen wir auch den entsprechenden Sport bieten und für den entsprechenden Sport braucht man die entsprechenden Leute. What was important for us is to make sure that we continue what has been done and at the same time like you try to elaborate and really work together where we give the Eisbären an opportunity to, you know, like when you have obviously a team in the NHL, you spend a lot more money. So what was important is we'd be able to share some of the knowledge we're getting together and work together and help the Eisbären grow to another level. We want the Eisbären to be one of the biggest team in hockey in Europe, and that's our goal. Ja, Luke ist involviert. Er ist im Aufsichtsrat für die Eisbären. Er war als Eishockeyspieler elegant und ich glaube, seit er im Management bei den LA Kings einen super Job gemacht und ja, 2 Stanley Cups gewonnen an der Management-Seite. Eine Person, da kannst du viel lernen. Arschlöcher. Sorry, aber ist so. Also es ist. Wie formuliere ich das am besten? Die Fans sind okay, aber die Mannschaft ist hinterhältig und dreckig. Die provozieren immer, so mit dem blöden Datum, genau mit dem 22.04. Und das kann man überhaupt nicht hören als Mannheimer. Aber schon so, Stadion ist in Ordnung. Ja, die Berliner haben ja schon nichts, außer uns. Ja, ich bin eigentlich vor jedem Spiel sehr angespannt, auch wenn ich jetzt schon ein paar Spiele hinter mir habe in meiner Karriere. Aber ich freue mich eigentlich immer aufs Neue, durch den Tunnel wieder rauszulaufen, vor allen Dingen zu Hause. Ja, es ist unglaublich. Nicht nur, weil ich jetzt für die Eisbären spiele, sondern generell, wenn ich die deutsche Eishockey-Liga mir anschaue, ist die Arena für mich mit einer der schönsten Spielorte. Und klar, wenn man da die Kurve sieht, wo man jedes Mal mehr oder weniger drauf zuläuft, wenn man einläuft, ist es schon so ein bisschen Gänsehaut.
It is non-negotiable to win your battles. Am I clear? Non-negotiable. I'm gonna cut the bench very soon here. Very fucking soon. Because we're here to win this fucking game. I'm not here to watch Mannheim fucking give us fucking schooling us in our building. No fucking way. Louis' line, pick it up. We need a lot more. That's the reality. You want to beat the big team, you got to play with a big boy. That's just a fact. Hey, when teams want to beat us, they better fucking be ready because we're tough to play against. Well, tonight, guys, we need another level. That's not enough. That's not enough. And I'm not talking about being stupid here. I'm talking bring an attitude to your game. It is non-negotiable to lose a battle. We're going to win this game. We got to finish these guys. We're giving them way too much respect right now. Guys, this could be a preview of the final. Who knows, right? It's a big tilt. Let's get to work. Come on here. Guys, fucking outstanding. Outstanding game. That's the way to battle. Credit to you guys. That was outstanding. Outstanding game. Great job. I'll leave it up to Big Rank now. Guys, great job. You guys saw how we have to play to win this game, huh? That's the way we have to keep going. Everybody played great, but there was one guy with his energy, with his effort. He kept us going, and it was Mark. I think it'd be pretty good. Great fucking goal there in overtime there. Orts fucking and Pogge, great fucking game, guys. Just keep going. We'll see you guys on Tuesday. I'm sorry. I fucked it up, sorry. So tomorrow's Tuesday, right? So, hey guys, no, listen. Good try, Mark, but okay. Tomorrow, guys, we're gonna push practice back at 11. Get to the rink for 10 o'clock. Okay, we don't have to get there an hour and a half before. We're just gonna get on the ice, flush it out a little bit, okay, and then get ready for Tuesday. Tuesday morning.